Guten Tag an alle. Ich bin Peter und herzlich willkommen bei Wow Spoken German. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir ein ganz alltägliches, aber sehr wichtiges Thema für euch. Wir sprechen über Smalltalk mit dem Nachbarn. Das ist etwas, das jeder kennt. Man trifft jemanden auf dem Flur, vor der Haustür oder im Treppenhaus und man möchte etwas Nettes sagen. Aber manchmal weiß man einfach nicht, wie man anfangen soll. Adele, geht es dir manchmal auch so? Hallo zusammen, ich bin Adele und ja, Peter. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Manchmal stehe ich vor meiner Wohnungstür, höre meinen anderen Nachbarn auf dem Flur und denke, soll ich etwas sagen? Was sage ich überhaupt? Aber heute zeigen wir euch, wie natürlich und einfach das sein kann. Seid ihr bereit, mit uns zu üben? Wunderbar. Und bevor wir beginnen, schreibt uns in die Kommentare, habt ihr Nachbarn, mit denen ihr oft redet, oder ist es bei euch eher ruhig in der Nachbarschaft? Wir sind sehr neugierig auf eure Antworten. Also Adele, lass uns beginnen. Stell dir vor, es ist ein ganz normaler Dienstagmorgen. Ich komme gerade aus meiner Wohnung und treffe dich zufällig auf dem Flur. Ich trage meine Tasche und bin auf dem Weg zur Arbeit. Oh, guten Morgen, Peter. Wie geht es dir heute? Du siehst ein bisschen müde aus, wenn ich ehrlich bin. Guten Morgen, Adele. Danke, mir geht es gut, auch wenn ich tatsächlich ein bisschen müde bin. Ich war gestern Abend lange wach, weil ich ein sehr interessantes Buch gelesen habe und einfach nicht aufhören konnte. Und dir, Adele, bist du gut geschlafen? Du siehst heute sehr frisch aus. Oh, danke, das ist nett von dir. Ich bin schon seit 7 Uhr wach. Mein Wecker hat um 6:30 geklingelt und danach konnte ich nicht mehr schlafen. Aber ich habe heute Morgen schon einen starken Kaffee getrunken und das hat sehr geholfen. Hast du auch schon Kaffee getrunken? Natürlich. Ohne meinen Morgenkaffee kann ich gar nicht funktionieren. Das ist mein wichtigstes Ritual jeden Morgen. Aber sag mal, Adele, hast du das Wetter heute schon gesehen? Ich habe kurz aus dem Fenster geschaut, bevor ich die Wohnung verlassen habe und die Sonne scheint so wunderschön. Ja, ich habe es auch bemerkt. Ich war sogar kurz auf dem Balkon und habe die frische Luft genossen. Das Wetter heute ist wirklich herrlich. Warm, aber nicht zu heiß. Ich glaube, es wird ein wunderschöner Tag. Hoffentlich bleibt das so die ganze Woche. Wir hatten ja letzte Woche so viel Regen. Das stimmt. Letzte Woche war es wirklich grau und nass. Aber wenn es jetzt so weitergeht, bin ich sehr zufrieden. Hast du heute viel vor, Adele, oder ist es ein ruhiger Tag für dich? Ich muss dort heute Vormittag zum Supermarkt gehen. Unser Kühlschrank ist fast leer. Gestern Abend habe ich nachgeschaut und es war erschreckend. Nur noch ein bisschen Käse und eine halbe Flasche Milch. Und am Nachmittag habe ich noch einige Dinge für die Arbeit zu erledigen. Und du, Peter? Was machst du heute? Ich gehe heute Vormittag ins Büro. Wir haben um 10 Uhr eine wichtige Besprechung mit dem ganzen Team, aber am Nachmittag habe ich zum Glück frei. Ich mache dann vielleicht einen langen Spaziergang im Park. Frische Luft tut immer gut. Übrigens, Adele, hast du schon von der neuen Bäckerei gehört, die letzte Woche um die Ecke aufgemacht hat? Ich bin gestern vorbeigegangen und es hat so herrlich gerochen. Oh ja, ich bin auch gestern vorbeigegangen. Das Schaufenster sieht wunderschön aus. So viele verschiedene Brote und Kuchen. Ich habe sogar kurz hineingeschaut und mit der Verkäuferin gesprochen. Sie war sehr freundlich und das Brot soll jeden Morgen frisch gebacken sein. Hast du schon etwas probiert, Peter? Nein, leider noch nicht. Ich wollte eigentlich diese Woche mal hingehen, aber hatte immer keine Zeit. Aber jetzt, wo du das sagst, schaue ich heute Morgen auf dem Weg zur U-Bahn vorbei. Zuhörer, seht ihr, wie natürlich dieses Gespräch läuft? Man spricht einfach über den Alltag, das Wetter, den Supermarkt, eine neue Bäckerei, keine komplizierten Themen notwendig. Genau das ist das Schöne am Smalltalk. Man braucht keine großen Themen. Ein einfaches Gespräch über alltägliche Dinge ist völlig ausreichend und es fühlt sich trotzdem gut an. Zuhörer, was denkt ihr? Könnt ihr schon über den Alltag auf Deutsch sprechen? Schreibt uns in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Manchmal haben die Leute Angst, Deutsch zu sprechen, weil sie glauben, alles perfekt machen zu müssen. Aber das stimmt nicht. Nachbarn sind meistens sehr verständnisvoll und freuen sich einfach über ein nettes Gespräch. Adele, darf ich dich noch etwas fragen? Ich habe letzte Woche einen Brief im Briefkasten gefunden über das Gebäude. Hast du ihn auch bekommen? Ach, du meinst den Brief vom Hausmeister? Ja, natürlich. Es geht um die Renovierung, oder? Der Hausmeister hat geschrieben, dass sie nächsten Monat mit den Arbeiten beginnen. Es geht hauptsächlich um den Aufzug. Der macht ja schon seit Wochen komische Geräusche. Genau das habe ich auch gedacht. Letzte Woche bin ich eingestiegen und der Aufzug hat so merkwürdig geklungen. Wie ein altes Auto, das nicht richtig anspringen will. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen nervös. Wie lange soll die Reparatur laut dem Brief dauern? Ungefähr 2 Wochen. In dieser Zeit müssen wir leider die Treppe nehmen. Das ist nicht ideal, aber wenn der Aufzug danach wieder sicher und leise ist, lohnt es sich auf jeden Fall. Im Brief stand auch, dass die Handwerker zwischen 8 und 16 Uhr arbeiten werden. 2 Wochen und ich wohne im 5. Stock. Das wird sehr anstrengend sein. Jeden Morgen 5 Stockwerke nach unten und jeden Abend nach oben.
Das ist fast wie Sport. Aber du hast recht, Adele. Sicherheit geht vor. Ich erinnere mich, wie der alte Aufzug in meinem Elternhaus immer wieder stecken geblieben ist. Das war wirklich unangenehm. Oh, das klingt schrecklich. Einmal war ich selbst mit dem Aufzug in einem Hotel stecken geblieben. Für fast 20 Minuten. Seitdem bin ich ein bisschen vorsichtig mit alten Aufzügen. Aber sieh das Positive, Peter. Du sparst dir das Fitnessstudio und trainierst jeden Tag deine Beine. Ha, das ist eine sehr gute Einstellung. Jeden Tag die Treppe, kostenloser Sport inklusive. Zuhörer, seht ihr? Manchmal findet man beim Gespräch mit Nachbarn auch lustige und positive Aspekte in schwierigen Situationen. Das ist eine gute Nachbarschaft. Genau, eine gute Nachbarschaft bedeutet nicht nur, dass man sich grüßt, es bedeutet auch, dass man sich informiert und unterstützt. Peter, ich wollte dich übrigens noch etwas fragen. Hast du schon unsere neue Nachbarin aus dem 3. Stock kennengelernt? Sie ist erst letzte Woche eingezogen. Nein, noch nicht. Ich habe gesehen, wie ein Möbelwagen vor dem Gebäude stand, aber ich hatte keine Gelegenheit, sie kennenzulernen. Weißt du etwas über sie? Woher kommt sie? Ich habe kurz mit ihr gesprochen. Sie heißt Marie und kommt aus München. Sie ist wegen eines neuen Jobs hierher gezogen. Sie wirkte sehr nett und ein bisschen aufgeregt wegen des Umzugs. Ich habe ihr gesagt, dass sie uns jederzeit ansprechen kann, wenn sie Fragen hat oder Hilfe braucht. Das war sehr freundlich von dir, Adele. Das ist genau die Art von Nachbarschaft, die ich schätze. Man hilft sich, man spricht miteinander, man ist offen für neue Gesichter. Zuhörer, wenn ihr mal einen neuen Nachbarn habt, traut euch, ihn zu begrüßen. Ein einfaches Hallo, ich bin, ist der perfekte Anfang. Absolut. Und vielleicht sollten wir Marie auch zu deinem Grillfest einladen, Peter. Nächsten Samstag machst du doch das kleine Fest auf dem Balkon, oder? Hast du schon alles geplant? Oh ja, das Grillfest. Ich freue mich schon sehr darauf. Marie ist natürlich herzlich eingeladen. Das wäre eine tolle Gelegenheit für sie, die Nachbarn kennenzulernen. Ich plane es gegen 4 Uhr nachmittags, dann haben wir den ganzen Abend Zeit. Das Wetter soll nächstes Wochenende auch schön sein. Perfekt. Das klingt wunderbar. Soll ich etwas mitbringen? Ich kann einen großen Salat machen oder einen Kuchen backen. Was denkst du? Bring den Kuchen. Salat habe ich schon geplant und ich kaufe Würstchen und Fleisch zum Grillen. Aber ein selbstgebackener Kuchen ist immer das Highlight jedes Festes. Kannst du gut backen, Adele? Ich backe sehr gerne. Meine Oma hat mir viele Rezepte beigebracht. Ich backe am liebsten Apfelkuchen. Das ist ihr Spezialrezept. Mit frischen Äpfeln, Zimt und einer knusprigen Kruste. Alle sagen, es schmeckt wie aus einer Konditorei. Jetzt läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Apfelkuchen mit Zimt klingt absolut köstlich. Ich lade auch noch unseren Nachbarn Klaus aus dem 3. Stock ein. Kennst du ihn gut? Klaus kenne ich sehr gut. Er wohnt schon viel länger hier als ich, ein sehr hilfsbereiter Mensch. Weißt du, einmal hatte ich meine Schlüssel vergessen und stand hilflos vor der Tür. Klaus hat mir sofort sein Telefon angeboten. Solche Menschen sind Gold wert in einer Nachbarschaft. Das glaube ich dir. Klaus hat mir einmal beim Tragen meiner Möbel geholfen, als ich neu eingezogen bin. Er hat einfach gefragt, ob er helfen kann und dann 2 Stunden mitgeholfen. Sowas vergisst man nie. Also Samstag um 4. Bist du dabei? Ich bin dabei, auf jeden Fall. Ich backe den Apfelkuchen frisch am Samstagnachmittag, damit er noch warm ist, wenn ich zu dir komme. Zuhörer, seht ihr das? Ein kleines Grillfest mit Nachbarn kann eine ganze Gemeinschaft zusammenbringen. Das ist das Schöne an einer guten Nachbarschaft. Genau, manchmal braucht man nur eine kleine Gelegenheit. Ein Fest, ein Gespräch im Flur oder eine gemeinsame Tasse Kaffee. Das reicht schon, um Menschen näher zu bringen. Zuhörer, haben auch ihr manchmal kleine Feste mit euren Nachbarn? Schreibt uns davon in die Kommentare. Ich finde dieses Thema so schön, weil es wirklich jeden betrifft. Man wohnt sein ganzes Leben in Nachbarschaft mit anderen Menschen, ob in einer Wohnung, einem Haus oder einem Dorf. Nachbarn sind immer ein Teil des Lebens. Und Deutsch mit Nachbarn zu sprechen, ist eine wunderbare Möglichkeit, die Sprache im Alltag zu üben. Absolut, Adele. Und denkt daran, liebe Zuhörer, ihr müsst nicht alles perfekt sagen. Macht euch keine Sorgen über Fehler. Ein einfaches Guten Morgen oder Wie geht es Ihnen ist schon ein wunderbarer Anfang. Mit der Zeit wird es immer leichter und natürlicher. Ich verspreche es euch. Und wenn ihr eine Frage habt oder nicht wisst, wie man etwas auf Deutsch sagt, schreibt es uns in die Kommentare. Wir helfen euch gerne. Das ist der Sinn von Wow Spoken German, eine Gemeinschaft, wo alle gemeinsam lernen und wachsen. Wunderschön gesagt, Adele. Ich muss jetzt leider los. Es ist schon fast 9 Uhr und ich möchte pünktlich zur Besprechung sein. Und ich schaue natürlich noch kurz in der neuen Bäckerei vorbei. Geh nur, Peter, und berichte mir unbedingt, wie das Brot schmeckt. Ich möchte nächste Woche auch mal hingehen. Vielleicht gehen wir zusammen? Tolle Idee. Nächste Woche Mittwoch nach der Arbeit, so gegen 18 Uhr. Dann schauen wir uns alles in Ruhe an und probieren etwas. Abgemacht. Nächsten Mittwoch um 18 Uhr vor der Bäckerei. Ich freue mich schon. Und jetzt geh schnell, bevor du zu spät kommst.
Du hast recht. Schönen Tag noch, Adele. Bis Samstag zum Grillfest. Und an alle unsere lieben Zuhörer bei Wow Spoken German. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Übt euer Deutsch jeden Tag, auch wenn es nur ein kurzes Gespräch ist. Jeder kleine Schritt zählt. Auf Wiederhören, liebe Zuhörer. Tschüss, Peter. Viel Erfolg bei der Besprechung. Und denkt daran, Deutsch lernen macht Spaß, wenn man es im Alltag übt. Bis zur nächsten Folge bei Wow Spoken German. Tschüss.